Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für leckere Berliner aus dem Backofen. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, außerdem 250 Milliliter lauwarme Milch dazugeben und dann alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Milch-Mischung als nächstes zusammen mit 500 Gramm Mehl, einem Ei, 50 Gramm weicher Butter und einer Prise Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten, aber immer noch klebrigen Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, die Arbeitsplatte leicht bemehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls ein wenig bemehlen und dann nochmals von außen nach innen ziehen, durchkneten. Als nächstes eine Kugel aus dem Teig formen und jetzt können wir die Berliner auch schon portionieren. Den Teig dafür mit einem Messer in 10 ungefähr gleich große Stücke schneiden und danach jedes Teigstück unter den Handflächen zu einer kleinen Kugel bzw. einem kleinen Bällchen rund wirken. Die Teigkugeln mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, dann mit einem Küchentuch abdecken und für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. So kommt das Backblech nach der Ruhezeit in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 15 bis 20 Minuten, bis die Berliner goldbraun und schön aufgegangen sind. Die fertigen Berliner jetzt aus dem Ofen holen, auf dem Blech ein wenig abkühlen lassen, bis sie noch warm, aber nicht mehr heiß sind, und dann können wir sie mit Marmelade befüllen. Hierfür könnt ihr einen Spritzbeutel, eine Spritze oder aber wie ich eine kleine Quetschflasche mit langer, dünner Öffnung verwenden. Alternativ könnt ihr die Berliner aber auch einfach halbieren und dann mit Marmelade bestreichen. Wenn das erledigt ist, alle Berliner noch mit etwas weicher Butter bepinseln und zum Schluss mit reichlich Puderzucker bestäuben. Danach sind wir auch schon fertig. So sehen die Backofen-Berliner dann aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr auch nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.